Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was die Karten uns heute mitgeben für eine Botschaft. Für das Kollektiv. Die Liebe, die Herzensangelegenheiten legen sich hier schon mal in den Vordergrund, in die Mitte. Und es kann hier um eine bestimmte Person gehen, um ein Gegenüber oder aber auch um die, ja, ich sag mal, die Kraft, die wir in die Liebesthemen, Herzensangelegenheiten investieren. Irgendwas schweißt uns wohl zusammen. Vielleicht hat man auch ein berufliches Projekt, das man umsetzen möchte. Hier ist sehr viel Gedankenarbeit. Die Träume, die Wünsche, die Sehnsüchte sind hier vielleicht so gelagert, dass sie endlich mal nach oben kommen. Ne? Hier zeigt sich etwas, was auf der unterbewussten Ebene sitzt, das mit Wünschen und Sehnsüchten zu tun hat. Es kann jetzt hier wie gesagt, eine partnerschaftliche Sache sein. Man wünscht sich mehr Zusammenhalt oder man möchte die Liebe mal wieder erleben. Oder man möchte tatsächlich mit jemandem ein berufliches Herzensprojekt umsetzen. Könnte auch so sein, dass man hier mal Bilanz zieht. Ne? Alles, was das Thema Herzensmann oder Partnerschaften, Liebesblues hier so mit sich gebracht hat auf der Lebensreise. Wo mangelt es einem vielleicht auch so, dieses Gefühl zu haben, dass man sich anlehnen kann oder Stabilität erfährt. Hier ist die Sonne, ihr Lieben. Eine sehr spirituelle Legung an sich. Wir haben die Sonne, den Mond, die Intuition, ja? Die guten Ausgänge. Hier wird irgendwie etwas gut, was in der Vergangenheit sehr wankend war oder wo die Emotionen sehr mit uns gesprochen haben. Der ein oder andere möchte hier vielleicht verreisen oder hat beruflich mit viel Rumkommen zu tun oder kann sich etwas Berufliches auch im Ausland umsetzen. Ich habe eine gute Reisequalität auf jeden Fall. Die Schlange steht auf dem Kopf in unserem eigenen Haus. Hier ist die sehr viel genesende Energie. Bei allem, wo wir mal unser Leben auch auf den Kopf drehen mussten oder wo das Leben uns auf den Kopf gedreht hat. Verstrickungen beim Weiterkommen, Giftstachel. Selbstaktivierungskräfte, Kinder, Kleinigkeiten, Dinge, die aus dem Umfeld raus in einer schönen Qualität hier auf uns zukommen. Möglicherweise wird hier auch für Kinder ein berufliches Ziel sichtbar, eine berufliche Reise, die so langsam in ihren Hafen geht. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel Kinder ins Ausland gehen oder dass ihr Kinder im Ausland habt, die beruflich da sind und dass hier irgendwie etwas gut Nutzbares für alle
dabei liegt. Jetzt haben wir uns. Es kann ja auch eine typische Familiensache auch sein, ne? Die Paare, die Kinder, die Eltern, das Fundament der Familie. Oder aber auch die Distanz, ne? Wenn tatsächlich, wenn du Kinder im Ausland hast oder weiter weg von dir, wo holt man sich die Stabilität her? Hier haben wir noch das Haus dabei. Das sind sehr viele Themen, ne? Wir haben hier eine aufklärende Energie, die hier in den Blumen endet. Es klärt sich etwas und wird dann zu einem Geschenk. Die Sonne hier, die überstrahlt natürlich das ganze Blatt, uns, die Gegenüber, die berufliche Situation, das Weiterkommen. Personen, die auch weiter weg sind, spielen hier eine Rolle. Oder die durch Kilometer von uns getrennt sind, die einfach eine sehr stabilisierende, ausgleichende Energie mitbringen. Hier kann auch sein, dass neue Wohnräume gesucht werden, von denen man aus auch arbeiten kann. Sehe ich hier auch eine gute Möglichkeit, ein gutes Angebot für einen Wohnort Neubeginn, der vielleicht auch was mit der beruflichen Qualität zu tun hat. Wir haben hier im Haus der Hoffnungen und Ängste uns selber drin. Ja, da überwindet man sich auch mal. Jedenfalls kriegt hier etwas eine sehr stabilisierende Energie. Wir haben hier das Haus, den Anker. Das sind alles Qualitäten mit Fundament. Für viele auch berufliche Neubeginne oder berufliches Ankommen. Kinder spielen eine Rolle, das habe ich hier zweimal. Auch das innere Kind natürlich. Hier ist ein Prozess von sehr viel geistigem Wachstum, das alle brauchen. Wir haben die Sonne, den Mond, wundert mich jetzt auch nicht. Egal was hier ist, man ist beschützt. Hier ist der Trost, der vom Schutzengel kommt. Vertrauen vielleicht auch in die eigenen geistigen Gaben oder ins Weiterkommen. Und wir haben hier noch Erzengel Michael dabei. Eine wunderbare Qualität. Was ich auch sehen kann, ist, dass die Legung hat sehr viel mit Geben und Nehmen zu tun. Mit dem Yin und Yang, mit dem männlichen und weiblichen Teil in uns. Und mit etwas, wo wir uns zu mehr Ausgeglichenheit hin, Balance hinarbeiten, ne? Wo der Kopf eine Lösung sucht und bearbeitet und wo in der Vergangenheit schon so wankende Gefühle waren, da kommt hier die Stabilität mit. Die Liebe, guckt euch das an. Hier haben wir die Liebe in der Mitte. Ne? Ja, es kann ja auch sein, dass die Liebe die Dinge heilt, dass Dinge in der Liebe geheilt werden, dass man guckt, wo bin ich noch mit Liebe und wo nicht. Und unten haben wir noch das Thema Erleuchtung. Ne? Hier sind sehr viele Erkenntnisse, geistiges Wachstum, Aha-Momente, genesende Energie. Hier ist auch genesende Energie, die man selber anderen weitergibt.
Jeder kann was anderes und davon ist irgendetwas verfügbar, das alle mehr Halt haben. Prioritäten setzen, gucken, was ist für dich wichtig. Hier ist die neue Lebensenergie, die Sonne ist dabei, ne? Der gute Ausgang, das Aufatmen. Oder auch so eine Durststrecke, die jetzt beendet wird, ne? In der man so viel undurchsichtige Sachen hatte und nicht richtig greifen konnte. Einen Plan, wo man ansetzt, zum Beispiel am besten. Wir nehmen noch eine von Nadines Karten und dann lassen wir das so stehen. Ja, hier kommt der Beschützer, der Schutz. Man setzt sich für jemanden ein, man nimmt vielleicht für etwas die Schuld auf sich, man stellt sich einer Person in den Weg, man bringt ein Opfer oder der Zweck heiligt die Mittel. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag mit dieser Botschaft. Ich drücke euch bis morgen.